Rucksack auf meinen Schultern ist ein Fallschirm in die Freiheit. Ein Zelt, ein Bett, Zahnbürste, Feuerzeug. Wow. Entlang den schönsten Wegen, Berge, Wälder, grüne Ebenen. Es endet erst, wenn der Trail aufhört. Tag 24. Heute stand unsere zweite große Bergtour an. Von unserem Panorama-Bungalow-Camp in Bejik ging es hoch auf den Berg Tachtale, den Tachtale Dağ. Noch während des Sonnenaufgangs gegen 6:30 Uhr brachen wir langsam unsere Zelte ab. Dieser Tag wird mir als einer der schönsten in Erinnerung bleiben. Zunächst ging es über eine Waldstraße. Der Weg schlängelte sich dann in einsamen Single-Trails stetig steil über weiche Waldpfade ohne Geröll den Hang hinauf. Das Wetter dagegen schwenkte zunehmend Richtung Regen um. So, es ist 8:20 Uhr, wir sind schon auf 1200 Meter. Liegt aber daran, dass es gestern schon recht hoch ging. Und ich bin auch immer mit den Neuseeländern, Bidi, Kylie und Ian unterwegs. Ich bin im Moment ein bisschen flotter und etwas voraus. Es regnet, die Nacht hat es auch geregnet, aber wir haben übernachtet in so einer Art Pension. Da konnte man campen, wenn man fürs Essen bezahlt hat. Das war ganz nett. Ja, ein bisschen marode alles, aber hat Spaß gemacht. Abends haben wir noch schön Raki getrunken, den ich am Späti, den ich das mal geholt hatte. Das war cool. Ja, und heute ist jetzt die groß zweite Bergtour. Es geht noch höher. Ich traue mich gar nicht zu sagen, wie viel. Ich glaube 2300 oder ich weiß nicht genau. Bitte zitiert mich nicht hier. Ich muss selbst nochmal nachgucken. Auf den Tachtale Dağ. Und da haben wir halt nochmal die Wahl, ob wir ganz nach oben auf die Spitze gehen, um einmal runter zu gucken, oder ob wir dem Trail folgen und den Gipfel praktisch nicht mitmachen. Ja, jedenfalls ist es geil, anstrengend, nass von allen Ecken und Kanten gerade, aber noch warm. So soll es weitergehen. In Regenjacken und Ponchos eingepackt, hörten wir aus der Ferne Musik. Mystische Klänge einer Panflöte schienen uns herzurufen. Als wollten sie uns zu einer Zeremonie locken, so scherzten wir. Sie entstammten aus einem Bungalow, zu dem wir uns prozessionsartig hinbewegten. Uns empfing ein Mann mit Tee und Omelette. Dort saßen wir gemeinsam mit einem Hund, der wie ein Märchenonkel in einem Sessel saß, am heißen Holzofen. Der Hund sprach, es solle regnen doch, uns sollen sämtliche Wunder begegnen.
Mit Omelette und Tee gestärkt, sollte unsere Reise ihren Lauf nehmen. Wir kamen langsam hoch. Das schmeckte dem Berg nicht. Der Berg schickte Hagel, vermutlich um Bidi zu ermahnen, der tatsächlich den ganzen lykischen Weg in Sandalen beschritt. Oder mich, der es wagte, in Boardshorts und Leggings den Gipfel erklimmen zu wollen. Man weiß es nicht. Auf hohen Metern, etwa 1800 an der Zahl, standen wir dann im Schnee, ob es dem Berg schmeckte oder nicht. Zwischen zwei Regenschauern zündete der Selbstauslöser einer Kamera und sollte damit das gemeinsame Abenteuer verewigen. Ja, ich sag's mal so, ne? Also wir sind jetzt auf dem Berg drauf. Vielleicht geht's noch ein bisschen höher. Wir sind aber hier auf jeden Fall noch auf dem Wanderweg. Hier liegt teilweise Schnee und es hagelt. Und wir haben auch ganz schön Regen. Es ist eigentlich alles klitschnass. Aber es fühlt sich gut an. Und ich zeige jetzt noch ein bisschen den Schnee. Und dann hoffe ich, dass wir bald wieder am Strand liegen können. Hui! So, wir sind jetzt auf 1800 Meter hier auf dem Berg, auf dem Tachtalle da. Und es regnet, es hagelt, es liegt teilweise Schnee hier. Das ist richtig geil. Der Poncho hält das meiste ab, den anderen geht's auch gut. Den 4-stündigen ergänzenden Abzweig zum Gipfel ließen wir wortlos aus. So viel hatte der Berg durch seine Launen geschafft. Beim Abstieg sollte uns weiterer Regen durchnässen und Schlammfelder sollten uns den Abschied erschweren. Doch unsere kleine Trail-Family wanderte auch hier in guter Laune in kleinen Schritten den Berg hinab. It is chilly. Poke my nose in there. Oh, it's pretty toasty. Is it dry? Skanky ass mattresses in there. You know, probably urine soaked. It's actually pretty good. What's so creepy? Jo, wir sind jetzt vom Berg wieder runter und laufen jetzt Richtung dem nächsten Ort. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Vielleicht nehmen wir dann eine Pension oder auch nicht. Aber was ich auch mal zeigen wollte, ist, ja, es ist meine Trail-Family hier, ne? Yay! Ja, und wir hatten einen großartigen Tag. Der Berg war natürlich etwas fordernd, aber richtig, richtig toll da oben. Und alle sind heil wieder runtergekommen. Nach einer weiteren kurzen Rast kamen wir nun in ein kleines Örtchen namens Gedelme. Am Ortseingang stand ein riesiger uralter Baum. Es war unglaublich. So einen Stamm hatte ich noch nie gesehen. Er war so groß, dass Bidi überlegte, in der Höhle des Baumstammes seinen Schlafplatz aufzuschlagen. Es blieb allerdings nur eine Überlegung. Und dann, wie es die Geschichte wollte, schrie plötzlich Jayhan,
den ich seit Tag 8 versuchte einzuholen. Und der sage und schreibe gerade heute in diesem abgelegenen Örtchen namens Gedelme eine Nacht verbringen sollte. Wir waren alle am gleichen Tag losgewandert und Kylie und Ian hatten sogar die erste Nacht auf dem Trail zusammen mit Jehan gecampt. Wir hatten ihn also tatsächlich eingeholt. Wir schlugen unsere Zelte gegenüber dem Baum an einem nahezu perfekten Platz mit Feuer und Wasserstelle auf. Dort kam Jehan zu uns zum gemeinsamen Lagerfeuer. Fire. Ateş, fire. That's the song. Atish song. Ateş dans. Wir saßen zu 5 zusammen am Feuer und redeten darüber, dass es uns Jahre her vorkommt, als wir uns alle das erste Mal über den Weg liefen. Es war unglaublich, was seitdem alles geschehen ist, und es kam uns vor wie ein halbes Leben. Wir erzählten uns von den verschiedenen Stationen und Orten, wo wir Schwierigkeiten und Glück hatten, wo wir gegessen und gecampt hatten und erkannten uns alle in unseren Geschichten gegenseitig wieder. Zu guter Letzt kam nochmal der Regen wieder und wir verabschiedeten uns spontan in unsere Zelte. Und Jehan in seine nahegelegene Pension. Wow, dieser Tag war wirklich Wahnsinn. Der Rucksack auf meinen Schultern ist ein Fallschirm in die Freiheit. Ein Zelt, ein Bett, Zahnbürste, Feuerzeug. Wow. Entlang den schönsten Wegen, Berge, Wälder, grüne Ebenen. Es endet erst, wenn der Trail aufhört.